Die technische Qualität von Videos spielt eine immer größere Rolle. Egal ob bei Imagefilmen, YouTube-Videos oder Werbespots, der Ton ist genauso wichtig wie das Bild. Schlechte Tonqualität fällt schnell auf und kann den Gesamteindruck eines Videos stark beeinträchtigen. Deshalb möchte ich dir in diesem Video einige wichtige Tipps zur Tonmischung geben, die dir dabei helfen, die Klangqualität deiner Videos deutlich zu verbessern. Als Schnittprogramm dafür verwende ich Premiere Pro. Viel Spaß! Die Tonmischung ist ein wesentlicher Bestandteil jeder professionellen Videoproduktion. Sie umfasst die Anpassung und Verbesserung der Klangqualität von Dialogen, Musik und Soundeffekten, sodass sie harmonisch miteinander funktionieren und das Bild unterstützen. Eine saubere, gut ausbalancierte Audiomischung kann daher die Wirkung deines Videos enorm verstärken und Emotionen beim Zuschauer gezielt steuern. Doch wie sorgst du dafür, dass der Ton perfekt klingt? Im Folgenden werde ich dir 6 essentielle Tipps vorstellen, die du bei der Audiomischung in Premiere Pro immer im Hinterkopf behalten solltest. Eine der größten Herausforderungen bei der Tonmischung ist es, die Lautstärke der verschiedenen Tonspuren wie Dialog, Musik und Soundeffekte so auszubalancieren, dass sie sich gegenseitig ergänzen und nicht überlagern. Besonders Dialoge sollten klar und verständlich sein, ohne dass sie von Hintergrundmusik oder Geräuschen übertönt werden. In Premiere Pro kannst du dies ganz einfach mit den Lautstärkereglern und Keyframes umsetzen. Im Audiospurmischer kannst du mit Hilfe des Reglers die Verstärkung für eine gesamte Tonspur anpassen. Wenn du sie einmal eingestellt hast, bleibt sie auf diesem Niveau und senkt sich nicht wieder automatisch ab. Möchtest du, dass die Hintergrundmusik dann leiser wird, wenn zum Beispiel eine Person spricht oder ein Geräusch zu hören sein soll, dann solltest du mit Keyframes arbeiten. Um einen Keyframe zu erstellen, klicke mit gedrückter Command- und Steuerungstaste auf einen Bereich deiner Audiospur. Gehe dazu an die entsprechende Stelle in deiner Timeline und setze 4 Keyframes. Jetzt kannst du die in der Mitte liegende Linie mit der Maus absenken und so die Lautstärke verringern. Dieser Prozess nennt sich Ducking, sowie Absenken oder Abducken. Und du kannst ihn auch etwas einfacher gestalten, indem du deine Clips im Essential Sound Panel kategorisierst, etwa als Dialog für Sprecher und Musik für Hintergrundmusik. Wenn du jetzt das Ducking aktivierst und den Dialog als Referenzspur auswählst, kannst du damit die Musik leiser machen, wenn der Sprecher spricht. Zum Schluss kannst du Keyframes erstellen auswählen, um die automatischen Lautstärkeänderungen anzeigen zu lassen. Überprüfe abschließend immer die gesetzten Keyframes, um sicherzustellen, dass alles korrekt klingt. Wenn du dich jetzt fragst, wie laut die einzelnen Soundelemente denn nun sein sollten, habe ich hier ein paar Richtwerte für dich. Für die Sprache bzw. den Dialog solltest du Werte zwischen -12 und -6 dB anpeilen. Die Hintergrundmusik, also Musik, die zu hören ist, während jemand spricht, sollte deutlich leiser sein, so um die -27 bis -21 Dezibel. Wenn du den gleichen Song laufen lässt, während kein Dialog mehr zu hören ist, solltest du ihn per Keyframes in diesem Moment wieder anheben, aber nicht lauter als die Sprache. Oft klingt es noch besser, wenn die Musik ein bisschen leiser bleibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Tonmischung ist die Frequenzanpassung. Der Equalizer hilft dabei, die verschiedenen Tonspuren klanglich zu trennen und klare Frequenzbereiche für Dialog, Musik und Effekte zu schaffen. Für Dialoge empfiehlt es sich, tiefere Frequenzen leicht abzusenken, um unerwünschtes Brummen oder Rauschen zu minimieren. Gleichzeitig kannst du durch das Anheben der mittleren Frequenzen die Verständlichkeit der Stimmen verbessern. In Premiere Pro gibt es dafür den Parametric Equalizer, der dir eine präzise Anpassung ermöglicht. Was häufig eine sehr gute Wirkung hat, ist es, die mittleren Frequenzbereiche von 250 Hz bis 2000 Hz in der Musik abzusenken, während gesprochen wird. In dem genannten Frequenzbereich spielt sich nämlich hauptsächlich die menschliche Sprache ab. Und dafür zu sorgen, dass die Musik genau hier nicht dazwischenfunkt, macht die Sprache besser verständlich. Ein sanfter Übergang zwischen verschiedenen Tonsamples oder Clips sorgt dafür, dass der Zuschauer nicht abrupt aus der Atmosphäre deines Videos herausgerissen wird. Besonders bei Szenenwechseln oder am Ende von Dialogen ist es wichtig, dass der Ton fließend übergeht. Premiere bietet dafür verschiedene Tonübergangseffekte wie zum Beispiel Constant Power an, die dabei helfen, harte Schnitte zwischen Audioclips zu vermeiden. Diese Übergänge machen die Audiomischung nicht nur professioneller, sondern auch angenehmer für die Zuhörer.
Hintergrundgeräusche wie Wind, Verkehr oder ein leises Brummen können die Tonqualität erheblich beeinträchtigen. Solche Störungen lassen sich während der Aufnahme oft nicht vollständig vermeiden, aber sie können in der Nachbearbeitung entfernt werden. Premiere bietet mit dem Denoise-Effekt eine einfache Möglichkeit, Hintergrundrauschen zu minimieren. Achte darauf, nicht zu viel zu entfernen, da das den Ton unnatürlich und blechern klingen lassen kann. Kompression ist ein wichtiges Werkzeug, um den Dynamikumfang deines Tons zu steuern. Das bedeutet, dass laute Stellen leicht abgesenkt und leise Stellen in der Lautstärke leicht angehoben werden, um eine konstante Lautstärke im gesamten Video zu gewährleisten. Besonders bei Dialogen sorgt die Kompression dafür, dass alle Worte gut verständlich bleiben, auch wenn der Sprecher oder die Sprecherin mal lauter oder leiser sprechen. Mit dem Effekt Multiband-Kompressor in Premiere Pro kannst du die Dynamik gezielt steuern, ohne dass der Ton an Natürlichkeit verliert. Die Einstellungsmöglichkeiten sind aber gar nicht so trivial und es macht Sinn, sich das einmal ganz genau anzugucken, was die einzelnen Funktionen denn wirklich bewirken. Die Tonmischung ist ein wesentlicher Schritt in der Videoproduktion, der oft unterschätzt wird. Mit diesen 6 Tipps kannst du eine solide Grundlage schaffen, um deine Tonspuren in Premiere Pro zu optimieren und deinen Videos den letzten Schliff zu geben. Denk dabei daran, ein gut abgemischter Ton kann die gesamte Wirkung deines Videos verstärken und das Zuschauererlebnis deutlich verbessern. Probier die Tipps bei deinem nächsten Projekt aus und überzeug dich selbst davon, wie viel professioneller dein Video wirkt. Hör dir die Ergebnisse immer an und sei dir sicher, dass es wirklich so ist, wie du es veröffentlichen möchtest. Wenn du dich jetzt fragst, wie du die Qualität deiner Tonaufnahmen verbessern kannst, schau dir direkt unser nächstes Video an zum Thema Tonaufnahmen bei Interviews. Hier zeige ich dir ganz unterschiedliche Mikrofontechniken und gebe dir eine Reihe wertvoller Tipps für bessere Tonaufnahmen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.